Müssen wir vor Russland Angst haben in Zukunft? Müssen wir uns Sorge darum machen, dass Russland hier westliche Länder, NATO-Länder attackieren wird? Und was bedeutet das für dich, wenn du heute in Deutschland oder in Zentraleuropa wohnst? Mit dieser faszinierenden Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine tobt weiter. Hunderttausende mussten schon auf dem Schlachtfeld ihr Leben lassen. Ein Friede ist nicht in Sicht. Der Westen unterstützt hier die Ukraine weiterhin mit Waffen, aber Russland hat die Oberhand. Wir wissen nicht, wie das Ganze ausgehen wird, aber eins ist klar: Dieser verbitterte Kampf, den Russland hier führt gegen die Ukraine und natürlich damit auch gegen den Westen, der lässt uns natürlich schon hier nachdenklich werden. Und wir fragen uns, was ist in Zukunft von Russland zu erwarten, wenn dieser Krieg in der Ukraine zu Ende ist, wer auch immer ihn gewinnt? Muss man vor Russland Angst haben? Wird Russland hier NATO-Länder angreifen? Wenn man den westlichen Medien folgt, und damit meine ich jetzt nicht nur die konventionellen Medien, sondern auch die neuen Medien, die alternativen Medien, wie zum Beispiel YouTube, dann findet man im Grunde genommen, dass es hier zwei Meinungen gibt, die zu Russland vorherrschen. Die eine Meinung ist die, dass Russland die Bösen sind, dass man sie bekämpfen muss, dass man aufrüsten muss, dass man mit ihnen nicht sprechen soll, dass man mit ihnen nicht verhandeln soll. Das ist meinst du die Position, die ja auch die Politiker vertreten. Das ist die Position, die die offizielle Medienlandschaft, die konventionellen Medien vertreten. Und dann gibt es gerade bei YouTube sehr viele Russland-Sympathisanten, sehr viele Putin-Sympathisanten, also YouTuber hier, die Putin als einen Heiligen darstellen, als das Opfer, als derjenige, der hier nichts falsch gemacht hat. Hier wird gesagt, dass der Krieg letztlich von der NATO begonnen wurde, dass der Westen dafür verantwortlich ist und im Grunde genommen ist Putin der Gutmensch. Es ist ja eigentlich keine Gefahr von Putin, von Russland zu erwarten, auch in Zukunft nicht. Und eigentlich ist das alles nur ein ganz großes Missverständnis. Und Russland hat eben mehr oder weniger aus Verzweiflung diesen Krieg gegen die Ukraine begonnen, weil man sich nicht mehr anders zu helfen wusste gegen die NATO-Osterweiterung. Ich persönlich habe ziemlich intensive Beziehungen seit ungefähr dem Jahr 2000 mit Russland. Ich habe mit sehr vielen russischen, auch ukrainischen und weißrussischen Softwareentwicklern und Spezialisten zusammengearbeitet. Ich habe viele von ihnen in die USA geholt, nach UK geholt, in die EU geholt. Die zweite Frau meines Vaters ist Russin. Also ich habe schon im Grunde genommen seit einigen Jahrzehnten ziemlich enge Beziehungen mit Russland, bilde mir ein, die Menschen dort ein bisschen zu kennen, das Land ein bisschen zu kennen. Sicherlich würde ich mich nie als Experten bezeichnen, aber ich habe schon so das Gefühl, dass ich zu der Sache etwas sagen kann. Meine persönliche Meinung ist, dass die beiden Positionen, die ich vorhin genannt habe, im Grunde genommen beide nicht der Realität entsprechen, beziehungsweise eben nicht die volle Realität letztlich ausdrücken. Vielleicht sind sie zum Teil wahr, aber ich finde, dass wir allgemein im Westen komplett Russland falsch verstehen, die russischen Motivationen falsch verstehen und damit auch absolut nicht richtig einschätzen können, welche Gefahr oder auch nicht von Russland in Zukunft ausgehen wird. Wenn wir uns die russische Geschichte der letzten 1000 Jahre anschauen, dann können wir feststellen, dass sie von einer brutalen Expansionspolitik hier beherrscht wird, dass die Russen hier sehr häufig Kriege geführt haben, dass sie sich hier laufend Gebiete unter den Nagel gerissen haben. Es ist ja nicht ohne Grund, dass Russland das größte Land der Welt ist. Eine solch riesige Fläche wie die gerade hier von Russland eingenommen wird, die kontrolliert man ja nicht durch Zufall. Einige Beispiele. Zwischen 900 und dem Jahre 1240 gab es den sogenannten Kiewer Rus. Das war ein lockerer Bund slawischer Fürstentümer. Sie haben dann gegen die Mongolen gekämpft und die Mongolen haben diesen Vorläuferstaat von Russland hier zerstört. Das war ein traumatisches Erlebnis für die Russen. Ein Erlebnis, das die Psychologie des Volkes und des Staates bis heute meiner Meinung nach geprägt hat. Zwischen dem 14. und dem 16. Jahrhundert dann hat das Großfürstentum Moskau begonnen,
die umliegenden Fürstentümer einzunehmen, mit Gewalt zu erobern und hat sie unterworfen. Hier erinnern wir uns an Iwan den Großen, Iwan den Schrecklichen. Der Name sagt schon alles aus. Es war tatsächlich eine gewaltsame Expansion nach Süden und nach Osten, vielfach legitimiert durch religiöse Motive. Dann auch im russischen Zarenreich zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert eine riesige Expansion bis an den Pazifik. Wir erinnern uns an Peter den Großen und Katharina die Große. Polen wurde erobert, die Krim, die Ukraine und das Baltikum. Wieder ist man hier mit brutaler Gewalt vorgegangen und hat diese Länder unterworfen. Es gab Zwangsumsiedlungen, man sprach von der Russifizierung und auch hier gab es territoriale und religiöse Motive. Im 19. Jahrhundert dann die imperiale Blütenzeit. Die muslimischen Staaten im Osten wurden brutal unterworfen. Wir denken zum Beispiel an Tschetschenien. Weitere Eroberungen brutalster Art folgen in Zentralasien, Finnland, Moldawien und Polen. Dann kommt die Sowjetunion. Im Grunde könnte man meinen, dass dann hier ein neues Kapitel beginnt. Tatsächlich wird aber das Russische Reich einfach nur fortgeführt. Wir denken an den Ostblock, die blutige Niederschlagung vieler Aufstände dort, die gewaltsame Eingliederung von Georgien, der Ukraine und von Armenien. Selbst nach dem Ende der Sowjetunion ging die Gewalt weiter. Der Ukraine-Krieg ist ja nicht der erste Krieg, der hier von den Russen danach geführt wurde, insbesondere von Putin. Wir denken an Georgien, wir denken an die Annexion der Krim und jetzt natürlich hier an die Ukraine. Russland hat also über 1000 Jahre eine systematische, gewaltsame Expansion betrieben. Vielfach war hier die Angstmotivation. Ich hatte ja vorhin von dem Trauma gesprochen der mongolischen Invasion, also die Angst hier letztlich von Nachbarn hier überfallen zu werden, die Angst hier letztlich, dass der Nachbar zu groß, zu wichtig wird und hier meine Einflusssphäre in irgendeiner Weise negativ beeinflusst. Das hat die Russen angetrieben. Du siehst also dieses Motiv, was wir immer wieder hören, auch von Putin und von den Russen, dass hier die NATO uns auf den Pelz rückt, weil ja die Nachbarländer Russlands NATO-Mitglieder werden. Das geht im Grunde auf eine Angst zurück, die es seit vielen Jahrhunderten, ich will nicht sagen 1000 Jahren schon in Russland gibt. Das ist natürlich auch der große Unterschied hier zu anderen Imperien, zum Beispiel zum British Empire. Das britische Empire hat ja hauptsächlich hier fremde Länder erobert, um sich an diesen zu bereichern. Hier ging es also um Wirtschaft, hier ging es um Motive wie Gold, Gewürze etc. aus diesen Ländern hier zu extrahieren, zum Teil natürlich auch mit Gewalt und Unterwerfung. Es ging aber nicht darum, dass hier die Briten Angst haben, dass Großbritannien, also jetzt die Insel Großbritannien, hier von den Nachbarn überrannt wird. Ja, das war nicht der Punkt des British Empire, sondern eben es ging im Wesentlichen um wirtschaftliche Motive, während die Russen aus einer Angst gehandelt haben und dann die Flucht nach vorne ergriffen haben. Also genau das, was wir jetzt in der Ukraine gesehen haben. Sie haben Angst gehabt, dass die NATO ihnen hier, jetzt im Fall der Ukraine, ihnen zu sehr auf die Pelle rückt und dann warten sie halt nicht mehr ab, dann greifen sie eben an, wie sie es auch in den 1000 Jahren davor gemacht haben, in all den Beispielen, die ich dir gerade eben genannt habe. Ein anderer sehr wichtiger Punkt ist, dass historisch gesehen die Russen keine Angst haben, in den Krieg zu ziehen, aus Prinzip, aus Angst, weil sie angetrieben werden oder man kann sagen aus Verzweiflung, selbst wenn sie davon ausgehen müssen, dass sie militärisch vernichtet werden. Auch dazu gibt es etliche Beispiele in der russischen Geschichte. Ein gutes Beispiel, zum Beispiel die Belagerung von Leningrad im Zweiten Weltkrieg. 900 Tage war die Stadt hier eingekesselt von den Deutschen, aber die Russen haben nicht aufgegeben. 1 Million Russen sind gestorben, aber man hat nicht kapituliert. Das ist ein Beispiel für die russische Opferbereitschaft und den russischen Durchhaltewillen. Ich könnte andere Beispiele aus dem Zweiten Weltkrieg nennen, wie zum Beispiel die Schlacht um Moskau, dann zum Beispiel natürlich auch Stalingrad. Wir können den russisch-japanischen Krieg als Beispiel herannehmen. Also es gab viele Beispiele, wo hier die Russen augenscheinlich unterlegen waren, aber dennoch hier opferbereit waren und in den Kampf gezogen sind. Das heißt, man hat hier keine Angst gehabt vor hohen Verlusten oder das Leben zu lassen. Der dritte Punkt, den ich hier anbringen möchte, ist, dass das russische Staatsverständnis komplett anders ist als unser westliches Staatsverständnis. Ich habe ja vorhin schon kurz angedeutet, dass man in Russland hier tatsächlich eine Kontinuität betrachten kann
vom Zarenreich über die Sowjetunion bis heute zu Putin. Letztlich meiner Meinung nach, wenn Putin sich als den Beschützer Russlands bezeichnet, dann identifiziert er sich letztlich hier mit den Zaren. Das Gleiche kann man auch für Stalin sagen, der sich den Vater Russlands nannte. Zwar hat sich das politische System jeweils geändert, aber letztlich ging es hier immer um eine Zarenfigur an der Spitze des Staates. Autokratisch, nicht demokratisch, despotisch, diktatorisch, ja. Das ist das russische Staatsverständnis. Iwan der Schreckliche, ja. Also jemand, ein Führer, der hier seinem Volk Angst und Schrecken einflößt und so auch dann die Bevölkerung und dieses riesige Reich unter Kontrolle hält. Ja, das ist eine Kontinuität, eben ein ganz anderes Staatsverständnis als das wir hier im Westen haben und so wie wir unsere Politiker sehen. Ja, und da denke ich auch, ist jetzt der große Fehler, den wir machen. Wir bewerten im Grunde genommen Russland, und das Gleiche gilt in gewisser Weise auch für andere asiatische Länder, wie zum Beispiel China, nach westlichen Maßstäben, weil wir sagen, dass unser Demokratieverständnis hier, so wie wir den Staat verstehen, unsere Freiheit und das, was unsere Bürger hier genießen an Freiheitsrechten, das Nonplusultra ist. Wir können nicht akzeptieren, dass auch ein komplett anderes Staatsverständnis gibt und dass dieses andere Staatsverständnis, so wenig wir es verstehen und so sehr wir es verurteilen, wegen der Brutalität und Gewalt, die man da zweifellos beobachten kann, wenn man sich anschaut, wie diese Politiker hier ihre Länder regieren. Wir können das nicht einfach stehen lassen. Wir können nicht einfach sagen, dieses ganz andere, das kann ich nicht so akzeptieren und deswegen muss ich es ändern, koste es, was es wolle. Und das ist ein großer Fehler. Auch viele dieser Russland-Freunde und Putin-Versteher, die man auf YouTube sieht, machen genau den gleichen Fehler. Sie verharmlosen Putin, sie verharmlosen Russland. Sie erkennen nicht die russische Geschichte als 1000 Jahre gewaltsamer Expansion an. Sie können nicht akzeptieren, dass das ein Staatsverständnis ist, was für die Russen und viele Asiaten und viele nicht westliche Länder, muss man sagen, komplett in Ordnung ist. Ich glaube nicht, dass Putin am Abend hier ins Bett steigt und ein schlechtes Gewissen hat. Er hat meiner Meinung nach ein reines Gewissen. Er denkt, dass das, was er tut, in der Ukraine zum Beispiel tatsächlich richtig ist, dass das von ihm erwartet wird. Er hat ein Sendungsbewusstsein und ist davon überzeugt, dass er das tut, was er für Russland tun muss. Das Gleiche, was schon Katharina die Große, Peter der Große, Iwan der Schreckliche und wie sie alle heißen, für Russland getan haben. Das können wir einfach nicht so stehen lassen. Wir müssen das einfach immer irgendwie hinbiegen, umbiegen, sodass es in unser eigenes Weltbild passt. Und solange wir das tun, werden wir nie hier eine erwachsene, eine reife Beziehung zu Russland haben, wo wir den anderen so ganz anders sein lassen, ohne ihn immer ändern zu wollen, so dass es in unser Weltbild passt. Deswegen glaube ich natürlich, dass hier für den Westen, wenn der Westen nicht aufpasst, eine große Gefahr von Russland ausgeht in Zukunft. Denn warum sollte Russland nach dieser langen Geschichte gewaltsamer Expansionspolitik damit jetzt stoppen? Insbesondere, wenn man beachtet, dass diese Expansionspolitik vielfach deswegen betrieben wurde, weil die Russen Angst hatten. Weil die Russen Angst hatten, dass ihnen das Gleiche passiert, was ihnen unter den Mongolen passiert ist, dass nämlich hier eine fremde Macht kommt und sie überrollt und sie letztlich hier dann dieser Macht zum Opfer fallen. Ich hatte vorhin gesagt, die Ukraine war eine Flucht nach vorne und ich hatte vorhin Beispiele genannt, wo die Russen hier aussichtslose Kämpfe und Kriege und Schlachten geführt haben. Deswegen glaube ich nicht, dass die Russen Angst haben, hier NATO-Länder anzugreifen, auch wenn das in unsere Logik nicht reinpasst, auch wenn es so aussieht, wie wenn sie dann nur verlieren könnten. Wenn sie das für richtig halten, dann werden sie das machen, auch wenn es für uns nicht erklärbar ist und sich mit unserem Verständnis von Verhalten nicht in Einklang bringen lässt. Ja, also ich gehe hundertprozentig davon aus, dass von Russland eine Gefahr für die NATO und auch für Deutschland ausgeht, hundertprozentig. Und das nicht nur jetzt, sondern auf absehbare Zeit. Ich halte es für einen großen Fehler, dass wir diese NATO-Expansion so betrieben haben, denn all diese Dinge, die ich dir gesagt habe, das wissen ja im Grunde genommen auch unsere Politiker und unsere Führer. Warum will ich also, wenn ich diesen kulturellen und geschichtlichen Hintergrund Russlands kenne, dann auch noch durch eine blinde Osterweiterung aus Prinzip der NATO hier weiter für Provokation sorgen? Und warum will ich riskieren, dass ich dann für Länder wie zum Beispiel hier die baltischen Länder
in den Krieg ziehen muss, wenn mir völlig klar ist, dass das Risiko eines russischen Angriffes hier in der Zukunft real sein wird. Man muss mit Russland leben lernen. Ich denke, hier mit Russland Handel zu treiben, genauso wie mit China Handel treibt, ist eine sehr gute Idee. Wenn man hier einen positiven Austausch findet, man hat eben nun diesen Feind hier in Europa, wo man davon ausgehen kann, dass es auf Dauer keine Demokratie wird, wo niemand Interesse an einer Demokratie hat. Putin wäre sicherlich beleidigt, wenn man ihn einen Demokraten nennt, ja. Also, was hier Gerd Schröder immer gesagt hat, von wegen ein lupenreiner Demokrat, ich glaube, da lacht sich der Putin höchstens tot. Er will kein Demokrat sein. Er herrscht ja gerne als Autokrat. Wenn man sich seine Lebensgeschichte anschaut, vom Geheimdienst bis heute, dann wird man hier für viele Belege finden. Aber dennoch kann man natürlich hier über den Handel einen positiven Dialog finden. Handel verbindet. Ja, das war schon immer so. Deswegen haben schon immer Völker zueinander gefunden, auch über weite Distanzen, indem sie miteinander friedlichen Handel betrieben haben. Und daher ist der Handel etwas, das man auf jeden Fall fördern muss. Und deswegen ist es auch so problematisch letztlich, wenn wir den Handel einschränken durch Sanktionen und solche Dinge, weil damit im Grunde eine Möglichkeit des positiven Dialogs und des wahren Austausches dann im Grunde genommen ausgeschlossen wird. Insofern ist natürlich zu begrüßen, was hier Angela Merkel zum Beispiel viele Jahre gemacht hat, indem sie hier mit den Russen tatsächlich Handel betrieben hat und hier versucht hat, die Russen in die europäischen und internationalen Handelsbeziehungen zu integrieren. Aber gleichzeitig muss man natürlich realisieren, dass da ein großes, extremes Risiko im Osten natürlich gegeben ist. Das heißt also, den großen Fehler, den ja die westlichen Länder gleichzeitig gemacht haben, ist, dass sie hier abgerüstet haben in den letzten 20 Jahren. Ich hätte natürlich genau das Gegenteil gemacht. Ich hätte parallel die eigene Militärmacht aufgebaut, um eben zu zeigen, hier meinem Nachbarn, der möglicherweise ein Feind ist, du pass besser auf, bevor du mich hier angreifst. Also wir greifen dich nicht an, aber du greifst uns bitte auch nicht an. Ja, da muss man schon als Land in der Lage sein, die Krallen auszufahren und hier eine gewisse Drohkulisse aufzubauen, um dann hier in diesem Mindset, was dort gegeben ist, also im Grunde genommen das Recht des Stärkeren, auch mal hier auf den Tisch hauen kann. Ja, also so ist meine Einschätzung der Lage. Ich denke, dass wir hier noch sehr lange, noch über viele Jahrzehnte hier in Europa mit diesem Konflikt zwischen Russland und der NATO und dem Westen leben müssen. Ich glaube nicht, dass das ausgestanden ist. Ich glaube auch nicht, dass das ausgestanden ist, wenn hier der Krieg in der Ukraine vorbei ist. Sicherlich, da mag es immer wieder mal Pausen geben. Das ist ja kein Kontinuum, ja. Aber ich denke, wenn du weiter in Deutschland bleiben willst, dann muss dir das ganz klar und dann muss dir das ganz bewusst sein. Und wie gesagt, die Russen zögern nicht, hier andere Staaten zu überrennen, wenn sie sich bedroht fühlen, wenn sie sich eingeengt fühlen. Selbst wenn sie davon ausgehen müssen, dass sie verlieren, werden sie in den Krieg ziehen, ohne Rücksicht auf Verluste. Wenn du dir den Ukraine-Krieg anschaust, wo Krüppel, alte Menschen, geistig Behinderte, psychisch Kranke als Kanonenfutter hier verheizt werden, jeden Tag. Soldaten, die vielleicht 2 Wochen im Einsatz sind und dann fallen zu Hunderttausenden, dann wirst du wissen, was ich meine. Hier geht es ums Kämpfen um jeden Preis. In unseren Augen unmenschlich, aber wie gesagt, wenn wir nicht lernen zu akzeptieren, dass es andere Staaten gibt, andere politische Systeme, andere politische Kulturen, dann werden wir nicht sehr weit kommen. Russland ist ja hier nicht das einzige Land. Ich hatte vorhin schon China genannt. Ich könnte genauso auch die Vereinigten Arabischen Emirate oder Saudi-Arabien nennen. Beides Länder, die von Despoten regiert werden. Dennoch gibt es Millionen von Ausländern, die hier glücklich in Dubai leben und die hier und deren Glück hier durch die politische Situation nicht weiter beeinträchtigt wird. Wie gesagt, man kann nicht nur in Ländern glücklich sein, die hier nach unserem westlichen Schema gestrickt und aufgebaut sind. Das geht genauso auch in anderen Ländern. Aber wenn du planst, weiter in Deutschland oder eben in Europa zu bleiben, dann musst du davon ausgehen, dass es diesen Konflikt weiterhin geben wird, dass er noch für lange Jahre, für Jahrzehnte, möglicherweise für Jahrhunderte schwelen wird. Es gab in den letzten 1000 Jahren, es ist nicht davon auszugehen, dass es in den nächsten 1000 Jahren anders wird. Wenn du dich davor schützen willst, deine Kinder davor schützen willst, dass sie hier in einem nächsten Ukraine-Krieg, wo auch immer der dann stattfinden wird, vielleicht in Polen, vielleicht in Deutschland, zum Opfer fallen, dann hast du nur einen Ausweg und der ist, dass du woanders hinziehst. Dass du Deutschland verlässt, dass du diesen Teil Europas verlässt. Dass die Russen nach Spanien kommen, das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Also
Du musst jetzt dafür nicht ans Ende der Welt gehen, irgendwie hier nach Tansania, ein wunderbares Land, oder nach Dubai, aber dass du dich hier aus dem Konfliktfeld entfernst, das halte ich für absolut sinnvoll, wenn du dir hier Sorgen machst um dich und deine Familie. Ich würde nicht davon ausgehen, dass dieser Konflikt hier in den nächsten Jahren hier aus der Welt geräumt wird. Das wird weitergehen, möglicherweise als eine Art kalter Krieg, ja, möglicherweise aber auch als ein heißer Krieg. Ich glaube, hier müssen wir schlicht und ergreifend mit allem rechnen. Die Situation ist tatsächlich unberechenbar und wir haben sie durch unsere verrückte NATO-Expansion, eine NATO-Expansion rein aus Prinzip, ohne Sinn und Verstand, hier noch schlimmer gemacht und werden unsere jungen Männer und vielleicht auch Frauen möglicherweise bald in einen Krieg schicken müssen, wo es darum geht, Länder wie das Baltikum zu verteidigen. Nichts gegen das Baltikum. Es sind ja vielfach auch ehemalige deutsche Gebiete, ja. Aber strategisch gesehen für Deutschland macht es wirklich Sinn, Teil eines Militärverbundes zu sein, wo man dann bereit ist, hier seine eigenen Leute sterben zu lassen, vor dem Hintergrund, dass man genau weiß, welches Risiko hier von Russland historisch ausgegangen ist und auch weiterhin ausgehen wird. Also, das jetzt hier mal so eine ganz große geopolitische Analyse. Ich denke, das sind die Realitäten, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Ein schnelles Ende ist hier nicht in Sicht. Hoffen wir, dass wir zu einer Beziehung kommen, wo wir Handel mit Russland betreiben können, ohne dass man sich hier die Köpfe einschlägt. Aber dennoch, das Risiko wird bleiben, wie die russische Geschichte zeigt. So, wenn auch du dich jetzt entschlossen hast, basierend auf dieser Analyse Deutschland zu verlassen und ins Ausland umzuziehen, weil du keine Lust mehr hast, dich diesem Risiko hier latent auszusetzen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Wegzug ins Ausland, Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz im Ausland und eben auch sich vor solchen geopolitischen Risiken zu schützen, wie der Konflikt hier mit Russland. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.